Heute möchte ich euch einen Campingplatz vorstellen in Spanien. Der hat Plätze für Preisbewusste, aber der hat auch große Plätze für XXL-Fahrzeuge. Herzlich willkommen zu meinem Video. Der Campingplatz liegt in der Nähe der Stadt Alcalá de Xivert. Das ist etwa zwischen Tarragona und Valencia auf halber Strecke. Wir fahren den Platz von der N340 an, er liegt aber auch nicht weit entfernt von der AP7. Wir sind jetzt hier direkt auf der Anfahrt zur der kleinen Stadt. Die Anfahrt ist etwas speziell, deswegen erkläre ich das auch hier ein bisschen ausgiebig. Wir sehen jetzt schon im Hintergrund die Stadt. Man sollte nicht durch die Stadt fahren. Das ist zwar so ausgeschildert, man sieht die Schilder zum Campingplatz. Das ist aber deshalb schwierig, weil es dort sehr eng in den Straßen ist und für große Fahrzeuge eher ungeeignet. Wir sind jetzt kurz vor der Stadt und biegen hier in diesem Kreisverkehr rechts ab. Ja, da sieht man so auf der rechten Seite ein Gewerbegebiet. Dort sind schöne breite Straßen. Jetzt fährt man weiter bis ans Ende dieser Straße, wo es nur noch links und rechts abgeht, und dort biegen wir dann links ab. So hat Google Maps mir das vorgeschlagen, aber man fährt besser so, wie ich es da gelb markiert habe. Das ist die bessere Strecke. Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, hier biegen wir links ab. Wenn man dann in die Straße hineinschaut, dann sieht man ja einen asphaltierten Feldweg. Aber es geht, man kann den nutzen und fahren, man darf es auch, ich habe jedenfalls keine Schilder gesehen, und auch der Campingplatz hat es mir im Nachhinein bestätigt, diese Anfahrt sollte man nehmen. Jetzt kommt noch so eine Mulde, da muss man dann auch noch durch, man sollte eventuell hier hupen, denn wenn da mal was von vorne kommt, ist hier wenig Verkehr, aber könnte ja passieren, damit man gehört wird oder dann auch gesehen wird. Diese schmale Strecke geht nur ein paar hundert Meter und es gibt hier und da immer mal Ausweichmöglichkeiten. Kurz bevor man den Campingplatz erreicht, wird die Straße wieder breiter. Hier links konnten wir sehen, das ist der Weg die Straße zur Stadt. Wir haben den 5. Dezember, man sieht, wir haben kein so schönes Wetter. Die Temperaturen liegen auch so bei 14, 15 Grad, mehr erreicht es nicht in der Mittagszeit. Wir sind hier angemeldet. Wir hatten vorher mit einer deutschen Frau, die hier auf dem Platz wohnt, Kontakt, und sie hat das hier für uns arrangiert, dass wir hier einen Platz bekommen. Wir haben uns in der Rezeption angemeldet, haben eine Karte für die Schranke bekommen und können dann den Platz befahren. Wir haben in der Rezeption einen Plan vom Platz erhalten und dort sehen wir unsere Platznummer und so wissen wir genau, wo wir hin müssen. Hier vorne rechts sehen wir ja die kleineren Plätze. Sie haben zwischen 60 und vielleicht 70 Quadratmeter und hier kann man stehen für 10 Euro inklusive Strom pro Tag. Für größere Mobile sind diese Plätze auf der rechten Seite allerdings nicht so gut geeignet. Wie man sieht, sind die Wege und Straßen hier sehr großzügig, also kein Problem auch für größere Fahrzeuge. Man sieht hier auch Chalets, also kleine Häuschen hier, die sind nicht gemietet, sondern die sind im Eigentum der Bewohner. Wir fahren jetzt in den Bereich mit den größeren Parzellen. Wenn ich das richtig weiß, gibt es hier 3 Kategorien und wir sind jetzt in der XL-Kategorie, das heißt, hier sind die größten Plätze. Die Plätze sind geschottert und abgegrenzt durch Bäume und Sträucher. Die Sträucher und Bäume wurden gerade geschnitten während unseres Aufenthalts. Es ist ja immer die Frage, wie stellt man sich hin? Wir haben immer gerne die Sonne auf der Eingangstür. Insofern muss man so immer ein bisschen schauen. Aber wenn es bewölkt ist, ist es manchmal nicht so ganz einfach, welche Richtung die Sonne gerade steht. Unsere Parzelle ist groß, sie ist mehr als 20 Meter tief und circa 10 Meter breit. In diesem Bereich haben die Plätze fast alle diese Größe. Es gibt am Platz natürlich einen Stromanschluss, es gibt einen Wasseranschluss und man kann auch entsorgen am Platz. Es gibt Bodeneinlässe.
Wir haben auf dem Platz hier Andrea kennengelernt. Sie lebt hier mit ihrem Mann auf diesem Platz und sie organisiert hier einiges mit und sie kann uns hier einiges zum Platz erzählen und da hören wir jetzt mal rein. Wir stehen hier auf dem Camping Los Olivos und neben mir steht Andrea. Andrea habe ich kennengelernt über soziale Medien, nennt man das so. Und wir haben Kontakt aufgenommen und du hast mich so ein bisschen hergelotst hier zu dem Platz, richtig. Andrea, erzähl eben ein bisschen was über dich. Wer bist du und was machst du hier? Ja, ich bin auf Los Olivos der Chivert gekommen durch viele Nachforschungen. Wir haben einen Platz gesucht, wo wir uns niederlassen wollten. Nach 11 Jahren Wohnmobilfahren haben wir beschlossen, wir machen uns wieder sesshaft. Ja. Und dann habe ich den Platz gefunden. Wir haben erst etwas ausprobiert, ob es uns gefällt. Ein paar Wochen Probewohnen hier gemacht und haben festgestellt, das ist ein wunderschöner Platz, der alles hat, was du brauchst als Camper oder als Dauerwohnhafter hier. In der Umgebung relativ nah sind die Einkaufsmöglichkeiten. Wir haben viele verschiedene Facilities, die wir euch später vielleicht noch zeigen können. Und jetzt lebe ich seit Dezember 2019 leben wir jetzt hier. Ja, du hast hier und ich habe ganz normal als Gast hier praktisch angefangen. Ja. Und dann wurde ich mehr und mehr involviert in die Sache und dann meinte der Manager, wir könnten dich einsetzen als Marketingbeauftragte und später dann noch als Gästebetreuung für die deutschsprachigen Gäste. Bin ich also jetzt zuständig und jeder kann mit seinen Sorgen und Nöten oder positiven oder negativen Dingen immer zu mir kommen. Ich helfe gerne weiter. Ja, beschreibe uns mal, wo sind wir hier? Wir sind in Spanien, aber wo genau sind wir hier in Spanien? Das ist die Orangenküste. Das ist die Costa del Azahar. Ja. Das ist in der Nähe von Alcocepre, ca. 10 Kilometer von Alcocepre entfernt vom Meer. Peníscola ist noch in der Nähe und Benicarló, wenn das jemand was sagt. Wir sind im Grunde genommen grob zwischen Barcelona und Valencia, so mittendrin. Ja, okay. Auch nicht weit von der Autobahn entfernt, wenn ich das richtig weiß. Ja, das ist auch nur eine relativ kurze Zeit von der Autobahn. Ja. Alles leicht erreichbar. Du kannst auch mit dem Fahrrad an den Strand fahren oder wenn du ein Auto dabei hast. Ja. Es ist eine Busverbindung und eine Bahnverbindung relativ nah im Ort. Nur alles, was hier im Ort ist, das ist so circa 900 Meter entfernt. Ja, das ist doch schon mal sehr positiv. Ja. Ja. Wir haben auch einen Hundeplatz. Ach so. Auch wichtig und wir haben das ganze Jahr geöffnet. Ja. Und ja, ich sehe im Hintergrund das Restaurant oder das Gebäude beinhaltet ein Restaurant. Richtig. Und auch die sanitären Anlagen. Richtig. Und ein Fitnessraum haben wir noch und einen Aufenthaltsraum. Und wenn das Restaurant geschlossen ist, dann kann man sich dort auch aufhalten und kostenlos das WLAN benutzen. Ja. Also es gibt viele Dinge, das könnte ich jetzt alles gar nicht erzählen. Vielleicht. Ja, okay. Ich werde da in dem Video, ich werde ja noch das Video dazu bringen, beziehungsweise zeigen dann alles im Video, wie wir das dann, wie das denn hier aus so sieht. So, und dann müssen wir vielleicht auch noch darauf hinweisen, dass ihr hier mit Behinderung, Handicap sagt man, genau, so sagt man, dass ihr die hier besondere Möglichkeiten habt. Ja, das ist auch alles gegeben dafür. Ja, das ist alles gegeben dafür. Ja. Okay, jetzt gehen wir gleich mal ein bisschen über den Platz hier und dann schauen wir uns mal das Ganze mal an. Ja, machen wir gerne. Okay. Danke. Ja, jetzt stehen wir hier vor der Rezeption vom Camping Los Olivos. Richtig. Jetzt hast du mir erzählt, da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit dem Namen, weil den gibt es an einem anderen Standort auch, einen Campingplatz mit diesem Namen. Jetzt erklär du uns bitte mal, wo oder wie der genau heißt hier der Platz. Okay. Der ursprüngliche Name von Los Olivos war komplett Los Olivos Camping Park. Der wird jetzt umbenannt in Los Olivos de Chivert, dass man erkennen kann, das ist der Campingpark, der in Alcalá de Chivert ist, in der Nähe von Alcocepre und Benicarló und Peníscola, also zwischen Barcelona und Valencia. Wir wurden oft verwechselt oder werden schon mal verwechselt mit einem anderen Campingpark, der so ähnlich heißt, Los Olivos Camper Park, und deswegen wird der Name jetzt umbenannt werden. Ja. Okay, jetzt stehen wir hier gerade und hier ist auch der Parkplatz für ankommende Camper. Ja. Und ich sehe, da hinten sehe ich spanische Gasflaschen vom Hersteller Repsol. Ja. Die kann man hier tauschen oder auch kaufen. Also leihen, mieten. Ja, genau. Okay.
Du kannst ganz normal hier hin, wenn du gar keine Gasflasche hast, dann kannst du hier auch eine mieten. Ja. Wenn du eine dabei hast, dann kannst du sie tauschen. Und die Preise im Verhältnis zu Deutschland sind ja wesentlich niedriger. Wir haben im Moment einen Preis von 16,35 € zuzüglich der Miete für die Flasche. Ja. Und das läuft ganz reibungslos. Du gehst einfach hier hin und in die Rezeption und dann kannst du das alles machen. Ja. Und wenn du noch Probleme hast und hast jetzt keinen Adapter dabei, weil du jetzt eine neue Flasche hier geholt hast, dann könnt ihr euch gerne an meinen Mann wenden. Der hat immer passende Adapter für euch da. Okay, danke schön. Bitteschön. So, jetzt kannst du weitergehen. It's not going to come on air, isn't it? No, you... Okay, and then I'm going to give you something else. Yeah, okay, good. Okay, so this is the price for this. And that's here we have the laundry and we have the showers, the mop. So? Ja, okay. Läuft jetzt, ne? Ja, Andrea, du hast uns jetzt hier einiges vom Platz erzählt. Dafür herzlichen Dank. Bitte gerne. Ja, wer jetzt Fragen hat an dich, der darf dich anschreiben. Ich blende eine E-Mail-Adresse ein von dir. Die wird dann auch in Deutsch beantwortet. Ja. Wer was reservieren will, kann das über dich machen. Ja. Und ja, wer Fragen hat sowieso. Und du bist immer hier vor Ort und immer am Platz und hilfst gerne. Ja, das mache ich. Ja. Okay, nochmal einen schönen Tag. Herzlichen Dank und wir sehen uns. Alles Gute. Ciao. Tschüss. 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 Jetzt nochmal ein Blick von oben. Wir sehen, der Platz liegt im Grünen mit Blick in die Berge. Hier im vorderen Bereich sehen wir die preiswerten Plätze. Und noch weiter davor sehen wir den Parkplatz für ankommende Camper. Im hinteren Bereich sehen wir die größeren Plätze, auch einige Chalets stehen hier auf dem Platz und ganz am Ende sehen wir das große Gebäude, dort ist Restaurant untergebracht und Sanitäranlagen und so weiter. Wer hier mit einem großen Mobil kommt, mit Anhänger und Auto drauf, alles kein Problem, kann komplett auf seinem Parzelle damit so stehen und hat ausreichend Platz. Es handelt sich ja um einen Campingplatz, somit dürfen hier auch Wohnwagen stehen und hier stehen auch Wohnwagen. Auch bei den kleineren Plätzen ist ausreichend Platz zum Rangieren. Wir gehen jetzt mal in die Stadt, die ist etwa 800-900 Meter vom Campingplatz entfernt. Man kann also ohne weiteres zu Fuß hingehen, ist wenig Verkehr hier auf der Straße oder natürlich auch mit dem Fahrrad hinfahren. Die Stadt Alcalá de Civert hat etwa 6000 Einwohner und eine Kirche, die ist weithin sichtbar, beziehungsweise der Kirchturm, er ist 68 Meter hoch. Einkaufsmöglichkeiten sind vorhanden. Es gibt einmal einen großen Konsum, dann gibt es weitere kleine Supermärkte. Der Konsum hat alles, was man braucht, Fisch, Fleisch und andere Waren. Dann gibt es natürlich hier auch Restaurants und Bars. Da die Stadt nicht weit von Alcocebre entfernt ist, gibt es hier natürlich auch einen Tourismus, der hält sich aber in Grenzen. Wieder zurück zum Campingplatz. Hier gibt es ja das Restaurant und das hat täglich geöffnet. Mittags gibt es ein Tagesmenü und man bekommt aber auch kleine Gerichte. Wir essen hier zum Beispiel einen Salat, der voll in Ordnung war. Der Platz hat auch einen Pool, der im Winter nicht geöffnet ist und er ist auch nicht beheizt. Von der Geschäftsleitung ist man in der Planung, dass man hier Chalets anbietet zum Kauf. Das wird aber noch etwas dauern, bis das dann soweit ist. Genau. So, jetzt habe ich noch jemanden hier auf dem Campingplatz Los Olivos kennengelernt und zwar ist es der Jürgen. Jürgen ist der Mann von Andrea. Und Jürgen kennt sich ja auch aus und der erzählt uns mal ein bisschen was hier noch weiter entwickelt wird und was hier noch weiter gemacht wird auf diesem Platz. Ja, es gibt ja eine große Nachfrage mittlerweile nach Stellplätzen.
Und hier soll deswegen ein weiteres Areal eröffnet werden. Das werden 100 Stellplätze etwa sein für Wohnmobile. Überwiegend richtet sich das an Gäste, die nur kürzere Zeit sein wollen, aber man kann natürlich auch länger Zeit stehen. Das Besondere dabei ist, dass ein zusätzlicher Versorgungstrakt noch errichtet wird, wo sich Toiletten, Duschen und auch eine Versorgungsstation für die Versorgung, Entsorgung von Wohnmobilen befindet, dass man nicht immer hinten an das Haupthaus gehen muss. Okay, das ist in erster Linie für Durchgangsreisende oder wie verstehe ich das? Wir gehen davon aus, dass ein großer Teil von den Gästen hier nur kürzer Zeit, also nicht jetzt 1 oder 2 Monate stehen wird, sondern vielleicht 1 oder 2 Wochen. Ja. Aber man könnte theoretisch auch längere Zeit stehen, wenn einem das Area besonders gut gefällt. Ja, okay. Das heißt, das Ganze ist auch von der preislichen Seite her so gestaltet, dass es nicht so sehr teuer ist. Wenn ich eine 150 Quadrat Parzelle habe, ist das natürlich entsprechend teurer, als wenn ich jetzt hier vielleicht eine 60, 70 Quadratmeter Parzelle habe. Also ich gehe davon aus, dass das Preisniveau sich etwa auf dem befindet, was wir vorne bei diesen Stellplätzen haben. Ja. Vielleicht wird es sogar noch etwas günstiger sein, da muss man mal abwarten. Ja. Aber es ist das untere Preisniveau, was wir hier auf dem Campingplatz realisieren können. Okay, ja, okay. Und wann ist der Baubeginn bzw. wann ist mit der Fertigstellung zu rechnen? Ja, die Hauptarbeit war ja, das Gelände erstmal einzuzäunen, damit nicht irgendwelche unerwünschten Dinge hier passieren. Im Frühjahr, wir gehen davon aus, etwa im März, wird mit den Arbeiten hier begonnen, mit der Erschließung des Geländes. Ein großes Tor ist schon da, sodass die Zufahrt auch selbst für große Wohnmobile ohne jedes Problem möglich sein wird. Ja, okay. Ja, passt ja auch gut. Das liegt direkt an der Zufahrt zum eigentlichen Campingplatz. Und und man hat dann hier die große Fläche mit einmal Blick auch in die Berge. Es ist insgesamt ein sehr schön gelegenes Gelände noch und auch eine gute Ergänzung für den Campingplatz, denke ich mal. Wunderbar, Jürgen. Danke dir für deine Ausführungen. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Süße. Bar und Restaurant haben am Abend geöffnet. Hier trifft man sich. Es sind verschiedene Nationalitäten, die hier zusammenkommen. Da wird unter anderem dann Dart gespielt. Wir mögen auch immer gerne Unterhaltung. So haben wir uns hier mit anderen Campern in der Bar getroffen und interessante Gespräche geführt. So weiterreden. Oder ich sag einfach mal, du, nächsten Monat gibt es eine Rentenerhöhung. Wie soll man sonst den Urlaub finanzieren? Wenn ich Camping- oder Stellplätze zeige, dann ist das keine Empfehlung in irgendeiner Form, sondern ich zeige nur so, wie es dort aussieht und nicht mehr und nicht weniger. Jeder muss für sich selber herausfinden, was gefällt ihm und was gefällt ihm nicht. Jetzt gehen wir nochmal kurz zurück zum Sanitärgebäude. Hier gibt es natürlich Waschmaschinen und Trockner und es gibt eine Abwaschmöglichkeit und auch Becken, um Wäsche auszuwaschen. Eine großzügige Entsorgung gibt es auch. Wer also jetzt nicht am Platz entsorgen möchte, der kann das hier tun. Wer jetzt Informationen braucht, der schaue bitte unter dem Video in die Textbox. Dort findet ihr alle Informationen zum Platz, auch die Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Internetseite und so weiter und so fort. Das war's wieder mal. Ich sage wie immer Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.